Lang ist es her. Wir haben uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen und wir wollten euch mal ein bisschen darüber aufklären, was wir 6 Monate lang in Kolumbien gemacht haben und wieso wir hier so lange so inaktiv waren. Für mich war das nur 5 Monate mit meinem kleinen Besuch in Deutschland. Also, wir wollen gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Wir haben ein Kind bekommen und unsere Tochter ist hier in Kolumbien geboren. Das ist auch der Hauptgrund, warum wir so lange inaktiv waren. Aber wir sind gerade eigentlich in Kanada, nicht mehr in Kolumbien. Genau, zeitversetzt. Wir sind jetzt schon in Nova Scotia, aber haben jetzt endlich mal Zeit und Ruhe, uns ein bisschen um dieses Video zu kümmern, was wir eigentlich schon lange machen wollten. Und genau, das ist eigentlich die ganze Geschichte. Als wir wussten, dass wir ein Kind bekommen, war auch klar, dass sie zum Beginn der Hurricane Season geboren wird. Das hat bedeutet, dass wir uns einen Ort aussuchen müssen, wo wir sicher sind. Ich hatte keine Lust, rund um die Geburt auch noch irgendwie von einem Hurricane zu fliehen. Deswegen haben wir uns für Kolumbien entschieden, was Hurricane sicher ist. Dort ist eigentlich noch nie ein Hurricane angekommen. Und genauer gesagt die Stadt Santa Marta, aber das habt ihr in den letzten Videos schon gesehen. Ja, wir haben jetzt ABC, Aruba, Bonaire und Curaçao so ein bisschen kurz hinter uns gelassen. Ich habe wirklich nicht so viel davon gesehen. Ja, wir haben gedacht, einfach jetzt 5, 6 Monate nur auf diesen kleinen Inseln zu verbringen, wäre vielleicht ein bisschen zu langweilig. Und Kolumbien ist so ein großes und so ein schönes Land, was man so ein bisschen länger entdecken kann. Und weil es nicht Insel ist, das heißt, es ist besserer Zugang zu ganzen Infrastrukturen und auch zu ganz vielen Shops, Apotheken, Krankenhäuser, alles, was man sonst rund um die Geburt braucht. Ganz genau, da kann ich nur zustimmen. Auch im Rennen war natürlich Trinidad und Tobago, aber irgendwie wollten wir dann doch schon ein bisschen weiter nach Westen segeln und nicht so lange in der Ostkaribik bleiben. Und über Panama haben wir auch nachgedacht, aber da gibt es keine großen Städte an der Karibikseite. Also wenige große Städte oder nur hässliche Städte wie Colón. Und deswegen haben wir uns für Kolumbien entschieden und sind auch sehr, sehr happy damit, weil das einfach ein wunderschönes Land ist, was extrem vielseitig ist, so viel zu bieten hat. Die Karibikküste ist zum Teil noch echt unberührt, dahinter die Sierra Nevada, diese unglaublichen Berge und naja, das ist ja nur ein kleiner Teil des Landes. Das Land ist ja, weiß nicht, doppelt so groß wie Deutschland. Okay, ihr müsst mich fact-checken, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber es ist riesig und nicht so sonderlich hoch besiedelt, hat nur 40 Millionen Einwohner. Genau, deswegen waren wir sehr, sehr happy mit der Entscheidung und sind auch mal rund durch Kolumbien gereist. Also was heißt, wir waren an ein paar Orten in Bogotá und Medellín, aber dazu erzählen wir noch ein bisschen was. Ja, vielleicht einfach wichtig zu erwähnen, wo wir geblieben sind, weil Kolumbien, wenn man auf die Karte schaut, diese karibische Küste, das heißt Nordkolumbien, ist ein bisschen schwierig, da so eine Bucht zu finden. Oder es gibt ein paar Buchten, aber da darf man nicht bleiben. Es gehört zum Nationalpark. Es gab nicht so viele Optionen, wo wir bleiben können, nahe zur Stadt. Also Santa Marta war eine solcher Optionen. Und wir haben uns entschieden, das Boot in die Marina zu stellen und haben dann auch bessere Preise bekommen, weil wir da, ich glaube, über 3 Monate geblieben sind in der Marina. So rund um die Geburt sind wir umgezogen in ein Nachbardorf und da gab es auch eine sehr nette Bucht und dann haben wir das Boot umgelegt und könnten dann aus unserem Apartment, was wir dann uns kurzfristig gebucht haben, könnten wir auch das Boot sehen und mal schauen, ob es alles gut mit unserer Lea ist. Genau, und das war natürlich schon ein bisschen fragwürdig, wie sicher das ist, weil Kolumbien hat natürlich schon auch eine Menge Kriminalität. Deswegen haben wir einen Local, den wir kennengelernt haben, dafür bezahlt, dass er nachts auf dem Boot pennt. Der hatte kein Handy, kein Smartphone, wir wussten nie so recht, ob er überhaupt dahin geht, aber dadurch, dass er kam aus diesem Dorf, er ist da geboren, alle seine Freunde sind da, alle seine Kinder sind da. Und er arbeitet tagsüber am Strand und vermietet Stühle. Das heißt, er war immer am Strand, immer am Wasser und hat das Boot immer im Blick gehabt. Und war dann eigentlich ziemlich zuverlässig. Und es ist auch nichts passiert. Wir haben einmal gesehen, wie 10 Jugendliche aufs Boot geklettert sind, als wir gerade am Strand waren. Aber
an helllichten Tage und ich bin dann zum Boot geschwommen und dann sind die Jungs alle schon wieder ins Wasser gesprungen und weggeschwommen. Das heißt, es ist nichts passiert in 3 Monaten, was ich ziemlich gut finde. Ja, es gab aber noch ein Vorkommen und dazu kleines Video jetzt. Was haben die dann gesagt? Ja, die Kolumbianer hier, die versprechen einem immer alles, sagen immer hier, wir haben jetzt einen gefunden, der witzigerweise El Chapo heißt, der aufs Boot aufpassen soll, der mir gesagt hat, ich arbeite am Strand, meine 4 Söhne, wir arbeiten alle hier, jeder gehorcht mir hier, wenn irgendwas ist, ich krieg alles mit, ich paddel sofort rüber, kannst dich voll auf mich verlassen und im Rumpf wollte er mir auch noch dann anbieten zu putzen und alles, aber dann schafft das nicht mal zum ersten Termin pünktlich irgendwie zu kommen oder geschweige denn mir abzusagen und Nervt, ne? Mann. Ja, im Reden sind sie alle so groß. Ich hab's ganz vergessen. Das ist das Einzige, was mir an Südamerika auf den Sack geht. Und das sind die unglaubliche Unzuverlässigkeit. Die ist wirklich, wirklich so krass. Alleine wie viele Leute uns jetzt schon irgendwelche Termine abgesagt haben, mit denen wir uns getroffen haben, das kennt man nicht mehr aus Deutschland. Manche Termine schon 4-mal verschoben mit irgendwelchen Leuten. Naja, jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht. Jetzt wird Pancake essen. Komm. Ja, und der José genauso. Wer ist José? Der Erste, der hat 2 Nächte auf unser Boot aufgepasst. Ja, mich kennen hier alle, wenn ich da bin, dann passiert nichts und ja, alles gut, brauchst dir keine Sorgen machen. War 2 Tage an Bord, am 2. Abend nimmt er jemand mit, ohne mir Bescheid zu geben. Unser japanischer Bootsnachbar ruft mich an und meint so, Johannes, da sind 2 an Bord, wer ist das? Ich rufe ihn an, hey, bist du an Bord? Ja, bist du alleine? Ja, mein Cousin ist mit dabei. Alter, das kannst du nicht machen, nicht am 2. Tag, keine Ahnung, wie assi. Und dann ist er so seekrank geworden, dass er gesagt hat, jetzt kann er gar nicht mehr. Kann er gar nicht mehr kommen. Jetzt frage ich mich gerade, ob wir, bevor wir Kolumbien verlassen, nochmal irgendwie mit einem Drogenhund durchs Boot gehen sollen, damit er nicht uns irgendwo da was versteckt hat, was wir dann für ihn irgendwo hinsegeln. Wow. Naja, so paranoid bin ich schon geworden, aber keine Ahnung. So eine... Und dafür lieben wir Kolumbien? Nein, versteh mich nicht falsch, ich liebe Kolumbien. Das ist das Einzige, was mich ankotzt und was mich schon immer angekotzt hat, aber das nehme ich gerne in Kauf. Nur habe ich es jetzt heute und gestern, die letzten Tage, wieder vermehrt wahrgenommen und das ist, ja. Schauen wir mal. Wie immer. Genau, ansonsten kann ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe ja mit 16 ein Jahr in Ecuador gelebt, was das Nachbarland von Kolumbien ist und dort eben auch die südamerikanische die Kultur lieben gelernt und deswegen war auch meine Gastfamilie aus Ecuador dann bei uns in Kolumbien zu Besuch und es war sehr, sehr schön mit den beiden, also nur meine Gasteltern, denen ein bisschen die Gegend zu zeigen und mit dem Boot, wir haben eine kleine Ausfahrt gemacht in der Bucht im Nationalpark und auch wenn die beiden die ganze Zeit seekrank waren und es ihnen nicht so gut ging, haben sie trotzdem, glaube ich, eine sehr schöne Zeit gehabt und ja, genau. So, endlich sind wir mal wieder vor Anker. Wir sind jetzt mal der Stadt entkommen. Meine Gasteltern aus Ecuador sind zu Besuch. Und wir sind hier in den Tayrona Nationalpark gefahren. Eigentlich darf man hier nicht über Nacht bleiben, aber wir sind jetzt einfach mal über Nacht geblieben. Und es ist richtig, richtig schön, mal wieder zu ankern, mal wieder das wahre Boatlife zu genießen. Ist schon noch richtig, richtig cool in Santa Marta. Man kann echt viel machen und es ist auch mal wieder richtig cool, mitten in der Stadt zu sein. Aber ja, schön hier zu sein.
Ja, sonst hatten wir noch ein paar Besuche und ein Besuch war von Freunden von Johannes, die aus Deutschland zu uns kamen und ein paar Wochen mit uns auch geblieben sind. Grüße an Marlon und Laura. Ja, zusammen waren wir auch in Tayrona im Nationalpark, haben uns ein paar Städte, Mini-Städtchen angeschaut, ein paar Mini-Wanderungen gemacht, weil damals war ich schon im 8. Monat. Ja, und vielleicht hier so ein paar Bilder dazu. Es ja, war wirklich traumhaft. So, wir sind hier an diesem Wasserfall, Quebrada Valencia. Ganz früh los mit unseren Gastgebern. Und es ist schon richtig schön hier früh morgens durch den Dschungel zu laufen. Brüllaffen gehört. Ja, kann man sich nicht beklagen hier. Kurz um die Geburt, nach der Geburt kamen auch Johannes' Eltern zu Besuch. Grüße an euch auch. Genau, die wollten sich natürlich ihre Enkelin nicht entgehen lassen. Und es war auch sehr schön. Wir haben dort in der Gegend ein paar kleinere Touren gemacht. Dann schon natürlich sehr eingeschränkt mit kleinem Baby. Ja. Aber immer noch ganz einfach. Also wir haben jetzt diese Zeit nach der Geburt auch voll ausgenutzt. Erstens musste ich einen deutschen Pass für die Kleinen beantragen. Das ging aber in Santa Marta nicht. Wir müssen dafür nach Barranquilla. Das ist so ein bisschen alles komplizierter, aber ich muss sagen, mit einem einwöchigen Baby sind wir auch jetzt 2 Stunden Auto hin und her gefahren und ja, ging alles problemlos und wir sind jetzt froh, auch wirklich Kolumbien als Geburtsland für unsere Tochter ausgewählt zu haben. Auch wenn sie keinen Pass leider kriegen kann. Dafür hatten wir nicht das richtige Visum, aber ob sie den braucht, ist natürlich auch die Frage. Jetzt hat sie einen deutschen Pass und das ist ganz gut. Sie heißt übrigens Vera. Wir haben auch, wie gesagt, schon ein paar Reisen ins Hinterland unternommen und haben so eine Rundreise uns ausgedacht. Und unser erster Stopp war Medellin. Dahin sind wir aus Santa Marta mit dem Flieger gekommen und das war wirklich eine große Veränderung für uns, weil in Santa Marta, ich kann mich kaum erinnern, dass es unter 30 Grad war. Es ist wirklich ganz anderes Klima in Medellin. Es ist angenehm und das ist eine Stadt der ewige Frühling. Ja, so ein angenehmes Wetter hatten wir noch nie auf unserer Reise, muss ich sagen. Ja, Medellin liegt auf 1500 Metern und das ist nah am Äquator. Ziemlich das Optimale. Vielleicht noch ein bisschen niedriger, aber Medellin liegt auch in so einem Kessel, das heißt, es wärmt sich noch einen Ticken mehr auf und es hat uns extrem gut gefallen. Es ist eine riesige Großstadt mit allen. Und das war, glaube ich, die größte Stadt, die wir je besucht haben, oder? Jetzt Bogota ist noch größer. Auf jeden Fall auf dieser Reise, also bis dahin. Und ja, genau, hat natürlich ist eine Großstadt Südamerikas mit all seinen schönen und hässlichen Seiten, mit Drogenjunkies auf der Straße, aber auch mit unglaublich viel Leben und Kultur. Und ja, es hat uns sehr gut gefallen. Das ist günstig eigentlich, ne? Was? Für 2 Euro.
Esto aquí va motos para todo el mundo. Mucha gente toma de Francia, de todas formas que son motos de moto. Para Alemania. ¿Ustedes de Alemania? Sí. Aquí de todas partes somos boticos, la gente toma. Y la comida colombiana se va a volver famosa. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Que la pasen muy bien. Sehr gut. Gracias. Buen día. Und schmeckt? Ja, ausgezeichnet. Muchas gracias. Was hast du jetzt dir bestellt? Den guten Palito de Queso, die Käsestange. Wir sind jetzt vor unserem Hostel in Medellin und wollen heute noch mal ein bisschen rausgehen und fahren in El Poblado, die Feierviertel. das Feierviertel. Genau, mal gucken, was da so los ist. Los geht's. Das war eigentlich meine Frage. Ob man auch nach unten fahren kann. Ah. Jetzt hat es sich erledigt. Echt schön, oder? Von Medellin sind wir dann weitergefahren Richtung Norden in die Kaffeeregion, ins Eje Cafetero, nach Salento und haben dort noch das Valle de Cocora. Ist ein bisschen touristisch, aber auch aus gutem Grund stehen noch die letzten überlebenden Wachspalmen, so riesige, lange Palmen, die es nur dort gibt und die wunderschön aussehen. Bis zu 60 Meter können sie groß sein und das ist wirklich beeindruckend. Genau, und haben da ich habe eine kleine Wanderung gemacht. Du konntest dann schon nicht mehr? Ja, ich könnte vielleicht noch, aber wir hatten auch Freunde mit uns, mit 2 kleinen Kindern und ja, das war auch sehr nett. Wir haben eine kleinere Wanderung gemacht. Ja, und von da aus haben wir noch ein paar kleine Örtchen besucht, wie Armenia und Pereira und das alles mit dem Bus, was eigentlich super ging. Und von da aus sind wir dann mit dem Bus auch nach Bogotá gefahren, über riesige Flüsse, die dann später auch in der Karibik münden. Und in Bogotá hat uns eine Überraschung gewartet. Wir wussten nicht, aber da ist es richtig kalt. An einem Tag hat es sogar gehagelt. Ja, und da sind wir auch eine Woche bei den Freunden geblieben, was uns mega gefallen hat. Ja, wir haben die beiden haben wir schon in Santa Marta kennengelernt. Die waren da mal einen Monat lang und haben gesagt, wenn ihr nach Bogotá kommt, kommt zu uns. Und sie waren so unglaublich gastfreundlich und so lieb. Grüße an Ramiro und Adrian. Wahrscheinlich werden die nicht dieses Video anschauen. Ja, vielleicht, ich schicke es ihnen auf jeden Fall. Und
das war super schön, mit denen da die Stadt kennenzulernen und halt eben mit Locals ist es natürlich immer cooler als nur alleine. Und ansonsten, also wir bevorzugen sicherlich Medellin, es ist schon die coolere Stadt, aber Bogotá hat auch seinen Reiz auf jeden Fall. Aber es ist halt riesengroß, 10 Millionen und es gibt keine Metro, ihr könnt euch vorstellen, wie es da, ja, viel Verkehr und man kann da Tage im Verkehr verbringen. Wir haben ja, dann kurz vor der Geburt auch zurückgekehrt aufs Boot und uns, wie schon kurz erwähnt, wir haben uns ein Apartment genommen, weil es einfach viel zu heiß war. Und ja, auf dem Boot wollten wir nicht, oder ich wollte nicht im 9. Monat da ins Bett krabbeln, klettern. So viel dazu, wir waren in dem Ort, hieß Taganga. Es ist auch sehr touristisch, vor allem bevorzugen lokale Touristen hinzugehen. Mit dem touristisch meinte ich auch sehr laut. Man hört die Musik aus jeder Ecke und ja, viele sagen, es ist auch nicht safe. Wir haben uns aber sehr gut gefühlt und wir haben immer versucht, vor 8 nach Hause zu kommen, aber es war trotzdem alles nett. Nach ein paar Wochen kannte man schon ein paar Nachbarn und natürlich, man war direkt vom Wasser. Das heißt, wir könnten immer so ein bisschen zum Strand, auch vielleicht nicht zum Baden, sondern so spazieren. Ja, das hat uns wirklich sehr gut gefallen. Taganga hat sonst schon seinen Charme, aber irgendwie ist es auch, ich weiß nicht genau. Es hat mir schon gefallen, es hat eine unglaublich schöne Bergkulisse drumherum, aber da geht niemand rein, weil die wenigen Leute, die dort wandern gehen, dann zum Teil ausgeraubt werden und dann ist man natürlich nicht so motiviert, da hochzugehen und die Hitze einfach ist brutal. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, jetzt ist gut mit Karibik. Also wir haben jetzt genug von der Hitze, von dem dauernden Schwitzen und ja, es ist einfach anstrengend. So, früher Morgen, Playa de Taganga. Lea liegt noch da hinten. Und meine Crew, Margarita, hilft mir jetzt gleich anzulegen. Also die Kleinen sind vorbereitet. Meine Crew aus lauter Nichtseglern ist sehr motiviert. Correcto. Pido permiso para entrar a la marina, digo de Taganga. Cambio. Capitán, por favor, canal 72, constante por canal 72 a la marina. Está bien, muchas gracias. Bueno. ¿Y ahora? ¿Feliz? Muy feliz. So, jetzt sind wir kurz über unsere letzten Monate dann in der Karibik überflogen. Das war vorletztes Land in der Karibischen Meer. Danach
sind wir direkt mit 2-monatigem Baby nach Panama gereist. Zeigen wir vielleicht ein bisschen später. Und ja, ich glaube, es ist jetzt genug. Ja, denke ich auch. Dann schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Dann zeigen wir euch, was wir in Panama gemacht haben. Ciao. Ciao, ciao.